In jüngster Zeit herrscht wieder einmal Schnappatmung in Politik und Medien. Israel will die Westbank annektieren, so heißt es. Der Deutsche Bundestag hat das gleich mal verurteilt, obwohl noch gar nichts passiert war. Und die Presse überschlug sich förmlich mit Horrorszenarien. Wieder mal wird Israel verteufelt und wieder mal werden dabei allerlei Unwahrheiten und falsche Behauptungen in die Welt posaunt. Die Westbank ist ein Streitfall und vieles ist nicht so klar, wie es die Medien oft vermitteln. Ich möchte deshalb kurz auf die wichtigsten Fragen eingehen und mich dabei an die Fakten halten, denn so findet man sich am besten zurecht. Sind israelische Siedlungen völkerrechtlich illegal? Wer das behauptet, der setzt Israel faktisch mit den Nazis gleich. Und der Grund dafür liegt in der 4. Genfer Konvention von 1949 über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten. Darauf berufen sich diejenigen, die behaupten, die Siedlungen seien illegal. In Artikel 49 dieser 4. Genfer Konvention heißt es wörtlich: Die Besatzungsmacht darf nicht Teile ihrer eigenen Zivilbevölkerung in das von ihr besetzte Gebiet deportieren oder transferieren. Das tut Israel allerdings gar nicht. Es gibt keine zwangsweise oder zumindest staatlich organisierte Umsiedlung von Teilen der israelischen Zivilbevölkerung in die Westbank. Die israelischen Siedler leben dort ja völlig freiwillig. Wesentlich ist aber vor allem der historische Hintergrund dieses Artikels, nämlich die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs. Die bestanden bekanntlich unter anderem in solchen Deportationen und Zwangsumsiedlungen, vor allem durch die Nationalsozialisten. Die Nazis haben Juden aus ganz Europa in die Vernichtungslager in Osteuropa deportiert und dort ermordet. Der Sinn des Artikels 49 sollte es sein, eine derartige Umsiedlungs- und Vernichtungspolitik künftig zu verhindern. Wer nun behauptet, dieser Artikel sei auch auf die israelischen Siedlungen anzuwenden, der verdreht den historischen Hintergrund nachgerade ins Absurde und sagt, die Israelis tun mit den Palästinensern das, was die Nazis mit den Juden getan haben. So werden Opfer zu Tätern gemacht. Gehört die Westbank den Palästinensern? Zunächst mal, es gab in der Geschichte nie einen Staat Palästina und damit auch keine palästinensische Souveränität. Von Palästinensern spricht man übrigens ohnehin erst seit den 1960er Jahren. Vorher konnte man sie gar nicht von anderen Arabern unterscheiden. Die Region Palästina, um die es geht, die gehörte einst jahrhundertelang zum Osmanischen Reich und nach dessen Zusammenbruch dann zum britischen Mandatsgebiet. Der Auftrag damals an die Briten lautete ja bekanntlich Schaffung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk, und zwar in Palästina. Das ist die völkerrechtliche Grundlage. Wie ging es weiter in der Geschichte? 1948 wurde die Westbank von Jordanien in einem Angriffskrieg gegen Israel erobert und dann 2 Jahre später völkerrechtswidrig annektiert. 1967 brachte Israel dieses Gebiet dann in einem Verteidigungskrieg unter seine Kontrolle und wie wir wissen, seit den 90er Jahren gibt es eine palästinensische Selbstverwaltung. Es ist deshalb besser, von umstrittenen Gebieten zu sprechen, als von besetzten, denn was genau da wem gehört, das sollten Israelis und Palästinenser in Verhandlungen überhaupt erst klären. Raubt Israel den Palästinensern das Land? Auch hier muss man einen Blick zurückwerfen. Es hätte schon 1948 einen arabischen Staat Palästina gegeben, wenn die Araber denn den UN-Teilungsplan akzeptiert hätten, statt den gerade neu gegründeten Staat Israel anzugreifen. Nach dem Sechstagekrieg 1967 hat Israel sein Gebiet dann ausgedehnt und ist anschließend nach dem Motto Land für Frieden verfahren. Das haben die arabischen Staaten jedoch abgelehnt. Berühmt geworden ist in diesem Zusammenhang das dreifache Nein auf der Konferenz von Khartoum, nämlich Nein zum Frieden mit Israel, Nein zu Verhandlungen mit Israel und Nein zur Anerkennung Israels. Und auf strategisch wichtigen Posten hat Israel dann Stützpunkte errichten lassen, aus denen sind die ersten Siedlungen entstanden. Mehrmals hat Israel seitdem angeboten, größte Teile der Westbank den Palästinensern zu überlassen, aber die Verhandlungen sind immer gescheitert. Denn die palästinensischen Führungen haben stets an ihrer Maximalforderung der Befreiung ganz Palästinas festgehalten und die ist für Israel logischerweise völlig inakzeptabel. Sind die Siedlungen das Haupthindernis für Frieden? Ein klares Nein.
Das Haupthindernis für den Frieden ist die Nichtanerkennung Israels durch fast alle arabischen Staaten und auch durch die Palästinenser. Sie wollen letztlich keine Zwei-Staaten-Lösung, sondern sie wollen eine Kein-Staat-Israel-Lösung. Und das heißt, selbst wenn Israel sich auf das Stadtgebiet von Tel Aviv zurückzöge, wäre es ihnen immer noch zu groß. Die palästinensischen Führung betrachten gewissermaßen ganz Israel als eine einzige große illegale Siedlung, die geräumt werden muss. Und das bedeutet, mit einer Aufgabe dieser Siedlungen wären sie überhaupt nicht zufriedenzustellen. Sie würden das vielmehr als Signal betrachten, dass sie jetzt auch den Rest bekommen können. Gäbe es ohne die Siedlungen Frieden im Nahen Osten? Tja, wenn das dann mal so einfach wäre. Auf der einen Seite gab es tatsächlich Frieden, als Israel 1982 den Sinai an Ägypten zurückgab, wie es ja im Friedensvertrag von 1979 zwischen beiden Ländern vereinbart worden war. Auf der anderen Seite ist da der israelische Rückzug aus dem Gazastreifen im Jahr 2005. Der brachte bekanntlich keinen Frieden, sondern im Gegenteil den massiven Raketenbeschuss durch die Hamas. Und das haben viele Israelis natürlich noch vor Augen. Ein Rückzug aus der Westbank könnte ganz ähnliche Folgen haben und es gibt ja keinerlei Sicherheitsgarantien von Seiten der Palästinenser. Ohne diese Sicherheitsgarantien kann sich Israel einen Rückzug aber schlicht und ergreifend nicht erlauben, ohne seine Existenz zu gefährden. Außerdem muss man ja die Frage stellen, warum sollten in einem Staat Palästina eigentlich keine Juden leben? Schließlich besteht die Bevölkerung in Israel ja auch zu 20% aus Arabern. Dürfen in einem palästinensischen Staat Juden leben? Ganz selbstverständlich verlangt man von Israel, ein multiethnischer Staat zu sein, in dem auch Araber leben können, und zwar mit gleichen Rechten. Und das ist auch gut so. Aber kaum jemand stellt mal die Frage, warum in einem möglichen palästinensischen Staat keine Juden leben dürfen sollen, wenn sie es denn wollen, und zwar nicht bloß als Schutzbefohlene unter islamischer Herrschaft. Soll Palästina etwa judenrein sein, wie heute bereits der Gazastreifen? Das wäre in der Tat eine antisemitische Forderung. Und es gibt kein Völkerrecht, das es Juden verbietet, irgendwo auf der Erde zu leben. Auch nicht und erst recht nicht in der Westbank, mit der sie tausende Jahre Geschichte verbinden. War die Gründung des Staates Israel Landraub? Die Gründung des Staates Israel 1948 war durchaus kein Landraub, sondern im Gegenteil völkerrechtlich absolut legitimiert. Sie war eine Folge des Teilungsbeschlusses der Vereinten Nationen von 1947 und am Tag nach der israelischen Staatsgründung fielen die Armeen von 5 arabischen Staaten über den jüdischen Staat her, mit dem Ziel, ihn gleich wieder von der Landkarte zu streichen. Diesen Krieg hat Israel also nicht begonnen. Der Teilungsplan der UNO sah bekanntlich auch die Gründung eines arabischen Staates vor, aber wie gesagt, das arabische Ziel war stets eine Kein-Staat-Israel-Lösung, euphemistisch eben auch Befreiung ganz Palästinas genannt. Dabei leben Juden schon seit Jahrtausenden dort und einen palästinensischen Staat gab es, wie schon gesagt, nie. Diese Landraubbehauptung bedient deshalb auch nur das alte antisemitische Stereotyp vom Juden als Parasiten. Wenn Politik und Medien etwas als Tatsache präsentieren, dann wird das natürlich geglaubt. Und dieses Vertrauen kann man auch wirklich keinem vorwerfen. Schon in der Schule wird ja vermittelt, dass die Siedlungen illegal sind und dass sie den Frieden gefährden. Aber es ist höchste Zeit, diese vermeintlich selbstverständlichen Annahmen und Anschuldigungen gegen Israel zu hinterfragen, damit zumindest klar wird, dass die Westbank nicht völkerrechtswidrig besetzt, sondern eben ein umstrittenes Gebiet ist. Sonst verbreitet sich Antisemitismus in seiner israelkritischen Form weiter ungehindert, übrigens auch in Kirchen und Gemeinden. Und das darf wirklich nicht sein.